Ich mir in Flive reingeguckt, was ist jetzt anders als vor 10 Jahren? Frage für einen Freund mit Schlaganfall. Oh nein, der Arme. Was ist jetzt anders als vor 10 Jahren? Es gibt weniger Power-Ups. Die Events sind anders. Ich persönlich würde sagen, größtenteils tatsächlich noch langweiliger und schlechter, was die Belohnungen angeht. Also, ich würde wirklich sagen, die Events sind echt einer der größten Unterschiede zwischen Flive Universe und Flive PC. Vor allem was das subjektive Empfinden angeht, weil Flive, eigentlich ganz ehrlich, Flive ist immer schon von einem reinen Content her ein langweiliges Game gewesen, weil es darauf basiert, dass du eigentlich die ganze Zeit das Gleiche machst. Entweder du farmst die ganze Zeit oder du levelst die ganze Zeit. Aber was auch immer du machst, du machst eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Also Flive ist, was jetzt wirklich das reine Gameplay angeht, eigentlich nicht wirklich spannend, weil es kaum Abwechslung bietet und man teilweise wirklich hunderte Stunden das Gleiche macht. Weil es auch einfach nichts anderes zu tun gibt. Du musst einfach immer das Gleiche machen. Egal was du machst es immer wieder. So funktionieren doch alle MMOs. Ja, das grundsätzlich schon, aber Flive ist halt wirklich sehr extrem, würde ich sagen. Also wenn du dir moderne MMOs anguckst, die sind eigentlich schon abwechslungsreicher. Also vor allem, weil es halt immer noch diesen Story-Aspekt gibt oder den Quest-Aspekt, den es halt bei Flive so gut wie gar nicht gibt. Es gibt zwar Quests, aber die meisten macht keiner. Und vor allem gibt es keine wirklich relevanten, keine Ahnung, Daily-Quests oder so oder richtige Quest-Systeme. Du machst eigentlich nur die Quests, die Inventarplatz geben und die High-Level-Quests. Und das war's. Und die High-Level-Quests sind auch wirklich auch alle stinklangweilig. Sehr linear. Sitzt hier gerade New World und angelst. I mean, na gut. Naja, vielleicht kommt das ja auch noch zu Flive Universe. Aber Angeln meinte ich jetzt nicht wirklich als abwechslungsreichen Content. Aber das, was Flive eigentlich immer interessant gemacht hat oder, sag ich mal, die Abwechslung gebracht hat, das waren immer die Events eigentlich. Und Flive Universe ist halt so, dass sie Events quasi nicht mehr wirklich farmbar gemacht haben. Also nur, wenn du viele Charakter hast. Bestes Beispiel ist jetzt das aktuelle Halloween-Event und jedes Event ist literally genauso vom Grundprinzip. Alles ist seriengebunden, du kannst niemals irgendwas tauschen oder verkaufen von einem Event. Das ist der größte Unterschied, weil Flive PC war eigentlich, also zumindest ganz früher, war 99% ungebunden. Die Event-Items selber konntest du eigentlich immer verkaufen, auch zu 99%. Und selbst die Event-Belohnungen, also die ganzen Power-Ups, Products, Kostüme, Pets, Möbel, was auch immer man gekriegt hat, alles immer ungebunden. Also man konnte damit einfach auch viel Geld machen. Wenn einem ein Event richtig getaugt hat, konnte man da sich Jahresvorräte an Power-Ups und so besorgen, die man haben will oder wollte oder halt verkaufen konnte. Manche Leute haben mit einem Event einen ganzen Char finanziert, Equipment für einen ganzen Char finanziert und so. Also das ist auf jeden Fall bei Flive Universe nicht mehr so. Und ja, das fehlt halt schon so ein bisschen. Bei Flive Universe, du hast jeden Tag beim Halloween-Event die Chance, 2 solche Items zu kriegen, 2 Boxen zu kriegen pro Char. Und das war's. Du kannst nicht mehr kriegen. Außer du hast halt noch einen Char. Und noch einen Char. Und noch einen Char. Und noch einen Char. Und das ist eigentlich so, also eigentlich finde ich es total unlogisch bei Flive Universe. Also vom Grundprinzip her macht es natürlich schon Sinn. Die wollen halt nicht, dass ein Item den gesamten Server überschwemmen kann mit Event-Items. Und halt wegen Bots und so. Sind auch die Items alle nicht tradebar und so. Also grundsätzlich versteht man es schon. Aber du kannst ja nicht ein ganzes Game danach designen. Ja, aber was, wenn es jemand abused? Aber was, wenn jemand Bot used? Aber was? Ich meine, du kannst ja nicht den Leuten quasi sagen, ja, wir können euch keinen Spaß geben, wir können euch keine guten Events geben, weil es könnte ja jemand herkommen und es abusen. Und auf der gleichen Seite kannst du es ja trotzdem abusen. Du brauchst halt nur genügend Charakter, aber durch die Tatsache bedingt, dass es ja schon seit es Flive Universe gibt, seit über 2 Jahren so ist, dass man so viele Charakter braucht, um manche Events wirklich abfarmen, in Anführungszeichen, abfarmen zu können,
haben mittlerweile die meisten Leute so viele Chars. Siehe ich. Ich habe 23 Charakter über Level 144. Also ich kann Events jetzt trotzdem abfarmen, weil ich habe jetzt halt so viele Charakter. Also mir können sie jetzt nicht sagen, Halloween-Event ist begrenzt, weil ich mache es einfach mit so vielen Charaktern, dass es halt letztendlich fast so ist, wie als wäre es nicht begrenzt. Und am Ende des Tages kommt genau das Gleiche bei raus. Es ist halt aufwendiger an für sich, weil du musst diese ganzen Charakter... Wobei die Charakter müssen nicht 144 sein. 80 würde wahrscheinlich reichen. Also Level 80. Wegen Battle Pass und so. Manchmal ist auch Level 100 oder so gefragt, aber meistens ist Level 80 die Grenze. Also wenn jetzt... Und auf Level 80 Charakter ziehen, vor allem auf FEC geht das auch schnell. Also da könntest du auch 50 Accounts machen auf Level 80 und es noch viel krasser übertreiben. Was dann irgendwann auch keinen Spaß mehr macht, aber zumindest kriegst du so sau viele Belohnungen und bist auf jeden Fall bei jedem Event erstmal mit dem Event gut beschäftigt. Das sorgt dann auch wieder für ein bisschen Abwechslung zum alltäglichen Content irgendwo, wahrscheinlich. Aber das ist halt das, was ich so unlogisch finde. Also, keine Ahnung. Man könnte es auch einfach gleich so machen, dass man die Events so designt wie ganz früher. Und dann fällt halt dieser Aspekt, dass sich tausende Charakter wieder erstellen und so, um die Events und Systeme dann doch wieder öfter nutzen zu können, damit es sich dann eben doch wieder mehr lohnt. Also irgendwie widerspricht sich so ein bisschen selber. Das, was sie machen, oder das, was sie sagen und das, was sie designen, widerspricht sich so ein bisschen. Und wie gesagt, das ist eigentlich der Main-Unterschied zu Flive PC, weil das Gameplay ist eigentlich genau das gleiche. Also manche Skills sind halt besser oder schlechter, Cooldowns und so sind besser oder schlechter oder anders. Aber das Core-Gameplay von Flive Universe ist einfach literally 1:1 das gleiche wie vor 10 Jahren. Um zurück zu deiner Frage zu kommen. Das heißt, da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Das ist eigentlich wirklich nur... Also, Equipment funktioniert ein bisschen anders. Es gibt andere Aspekte am Equipment. Es gibt anderen Schmuck. Es gibt andere Effekte. Es gibt andere Items, ja. Aber, wie gesagt, das... Ja, ist jetzt nichts, was wirklich so relevant wäre. Thanks for the cheer. Und sonst, ja, gibt es halt ein paar Sachen wie Häuser funktionieren anders, Gildenhäuser funktionieren anders. Aber naja, das so Kleinigkeiten. Dungeons funktionieren anders, das wäre vielleicht noch was etwas Größeres. Man kann zum Beispiel in Flive Universe nicht einfach so Solo-Dungeons im High-Level machen, was im Flive PC ja quasi gang und gäbe war, einfach die ganze Zeit alles solo zu farmen. Das wäre vielleicht noch ein großer Unterschied. Aber ich würde sagen, am krassesten merkt man bei den Events, dass es nicht das gleiche Game ist. Wenn es dir nur ums Gameplay geht, ist es basically das gleiche.